Genau, heute geht es aber um das Thema T3. Jetzt fragt euch natürlich, was ich hier für euch auf dem Tisch habe. Das sind im Prinzip die Innereien, die hier in der Mitte reinkommen. Also hier in der Mitte haben wir 6 Module. Wir haben links und rechts noch welche und hinten in der Box, das gucken wir uns aber gleich nochmal an, haben wir auch noch welche. Also wir haben die relativ gut verteilt. Wir haben insgesamt dann 12 Batteriemodule. Wir verwenden hier die VW aus dem MEB. Moin, herzlich willkommen zu einem Video von uns. Mein Name ist Alex von ESDI EV Technologies. Kam lange kein Video von uns, aber geht jetzt wieder los. Wir haben super viele Projekte, die wir euch gerne zeigen wollen. Heute geht es um das Thema T3. Wir zeigen euch viel T5, T6 Content. Wir zeigen euch Mini, Käfer, Porsche. Ich glaube, wir haben einiges, was wir euch zeigen wollen und müssen. Genau, heute geht es aber um das Thema T3. Beim letzten Video haben wir euch einmal gezeigt, wie die Konstruktion aussieht im Computer, mehr oder weniger in CAD. Und ja, ihr seht, die Sachen sind probemontiert. Teilweise sind die schon durchgepulvert. Das ist im Prinzip das ganze Batteriepaket, was hier in der Mitte und drunter sind, was wir uns angeschaut haben. Das ist aber, ja, wird ja außen umgekantet und so weiter und so fort. Da reicht kein Maxi-Format mehr. Oder ich glaube, es ist Maxi-Format, kein Großformat mehr, sondern es ist, glaube ich, Maxi-Format. Das ist nicht ganz so einfach zu bekommen. Und da gibt es nur ein paar in der Nähe, die das machen können. Genau, aber fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, die Box, passt hier vorne, passt der perfekt unter Unterboden rein. Hier ist noch ist oben befestigt in den Holben noch. Und wir haben hier drunter noch einen, ja, ich sag mal, Sicherheitsnetz. Das ist für den TÜV immer wichtig. Falls was ist, hält das auch noch die Batterie in der Stellung. Jetzt fragt euch natürlich, was ich hier für euch auf dem Tisch habe. Das sind im Prinzip die Innereien, die hier in der Mitte reinkommen. Also hier in der Mitte haben wir 6 Module. Wir haben links und rechts noch welche. Und hinten in der Box, das gucken wir uns aber gleich nochmal an, haben wir auch noch welche. Also wir haben die relativ gut verteilt. Wir haben insgesamt dann 12 Batteriemodule. Wir verwenden hier die VW aus dem MEB. Genau, wir haben hier welche von CATL. Sieht man meistens daran, dass die hier oben die schwarze Kappe haben. Hier sind dann prismatische Zellen drin. Und sonst hatten wir viel LG, wie wir euch gezeigt haben. Da sieht man eigentlich wie bei den Taycan auch, dass sie komplettes Aluminiumgehäuse haben. Da haben so lange Zellen, die hier drin sind. VW hat ja verschiedene Hersteller oder verschiedene Zulieferer, wo sie die dann haben. Multisourcing und solche Geschichten. Genau. Hier seht ihr auch einmal den Aufbau und welche Produkte wir alle dafür haben. Die Module kommen hier in Reihe rein. Wir haben es jetzt ja nur mal so obligatorisch schon draufgelegt, ist nichts verschraubt. Hier kommen noch Abstandshalter dazwischen und so weiter. Und dann kommen hier die Module hinter. Wir haben hier die Kupferschienen, also sehr ähnlich wie es auch bei den im Original ist. Dann liegen die ganzen auf unseren MEB Cooling Plates. Die kennt ihr, haben wir auch schon öfter mal gezeigt. Ist auch eine Eigenproduktion von uns oder Eigenentwicklung von uns. Da drauf kommen dann diese thermischen Pads. Das sind diese hier, die sind ein bisschen klebrig, deswegen ist hier noch eine Schutzfolie drauf. Die rollern wir dann quasi hier einmal drauf, ziehen die Schutzfolie vorher ab, rollern die einmal hier drauf und dann kommt das Modul, da haben wir eine Hebevorrichtung, weil die wiegen über 30 Kilo, ich glaube die wiegen 33 oder 35 Kilo, ein so ein Ding, das ist auf Dauer ist das nicht gesund, das zu tragen. Haben wir eine kleine Hebevorrichtung, gehen dann an den Kran, setzen die hier einmal rein und verschrauben die an den Original 4 Punkten, wie das im Prinzip auch beim VW so gemacht wird. Ne, dafür haben wir hier drin Buchsen mit dem Gewinde drin, die werden eingeklebt. Alle Schrauben sind bei uns eigentlich immer irgendeine Sicherung, ob das jetzt Loctite ist, in dem Fall nehmen wir Loctite, oder wir haben Sicherungsringe, wir haben Schnorrscheiben, wir haben noch ganz spezielle Sachen für die Busbars, da haben wir noch mal andere Scheiben. Extrem teuer, aber das ist gerade so eine Stelle, wo wir auf keinen Fall irgendwie eine lose Schraube haben wollen. Genau, die kommen hier dran. Batteriemanagementsystem ist bei denen ja hier vorne. Hier kommen noch die Platten rein, wo die Slaves dann reinkommen. Das sind die Batterieslaves. Und wir haben ein Master-Slave-System. Wir haben immer den BMS Master. Dann haben wir die ganzen Slaves, die hintereinander kommen. Im Prinzip kriegt hier ein Modul kriegt ein Slave. Ich meine, dass wir hierfür eine Halterung hier vorne haben, die hier vorne dran geschraubt wird. Das zeigen wir euch dann aber, wenn es soweit ist. Dann immer wichtig, Batteriepaket ist immer so, dass wir mindestens einpolig abschalten. Wir haben hier einen Schütz drin, hier kommt noch eine Sicherung mit rein. Das ist nachher auch von unten zu warten. Also man kommt hier von unten auch am Ende des Tages wieder dran. Falls da mal irgendwas mit ist, dass man hier das ganze Batteriepaket ausbauen muss. Die Coolingpads habe ich euch gezeigt. Die haben hier immer den Vorlauf und den Rücklauf. Dann ziehen wir hier drauf, hier kommen noch die Fittingen drauf und dann wird das hier am Ende des Tages noch einmal verschlaucht. So sieht das quasi dann innen aus. Das ist jetzt vorbereitet, dass es montiert wird. Es kam jetzt frisch vom Pulvern. Wir pulvern immer in Seidenmatt schwarz. RAL 9007 meine ich. Genau, da werden die ganzen Gewinde einmal freigeschnitten vom Pulvern. Teilweise haben wir aber auch Schrauben drin, dann muss das nicht sein, kommt ein bisschen drauf an.
wie groß das Gewinde ist. Und dann wird das jetzt bei uns hinten am Batterietisch vormontiert. Das zeigen wir euch dann auch nochmal, wenn es soweit ist. Genau. Und dann wird das Batteriepaket abgelassen, wenn das gepulvert ist, dann wird das da eingebaut. Ihr seht hier vorne, es wird Vorlauf, Rücklauf für die Kühlung sein. Haben wir den Schalter in der Mitte. Hier oben ist noch der Signalschalter, Stecker fürs Batteriemanagementsystem, für die Slaves. Die haben eine Kommunikation. Dann haben wir, das Schütz muss geschaltet werden. Solche Sachen haben wir dann mit in der Batteriebox drin. Dann den Halter kennt ihr auch, habt ihr auch schon ein, zwei Mal gesehen. Wir haben ja schon mal einen T3 gebaut. Oder mehrere, wir haben auch schon, die verkaufen wir auch als Einzelteil bei uns im Shop. Auch diese ganzen Teile bekommt ihr eigentlich als Einzelteile bei uns im Shop, falls ihr auch irgendwie was bauen wollt oder sowas benötigt. Genau, das ist der Motorhalter, den bekommen wir zugeliefert aktuell. Da haben wir eine Kooperation mal gehabt mit einem anderen Bus. Vielleicht können wir eine kleine Einblendung machen, wie dieser Bus aussieht. Muss ich mal gucken, ob wir noch irgendwie Videomaterial dafür da haben. Genau, der wurde damals von denen konstruiert. Den kaufen wir zu in dem Fall. Das ist eigentlich das einzige Bauteil, was wir jemals zugekauft haben. Genau, der wird etwas modifiziert, da wir die Konstruktion angepasst haben. Hier drüber kommt noch ein Batteriepaket. Ich spare mir jetzt mal die ganze Bühne runterzufahren. Da sind wir bei der 4-Säulen-Bühne immer ein Akt. Und ist im Prinzip eine leere Box. Da sind noch die Batteriepakete drin. Da oben ist da die HVJB, also Hochvolt-PDU, wo die Schütze drin sind, wo unsere ISO-Überwachung drin ist, wo unser Steuergerät dafür drin ist und so weiter. Ja. Genau, Motor hatten wir schon wieder ausgebaut, also die Small Drive Unit, die hier reinkommt, die war hier schon drin. Ihr seht auch die ganzen Punkte. Wir haben das nochmal nachgescannt, weil uns ein, zwei Punkte fehlten und da haben wir die Drive Unit wieder rausgenommen, die war hier aber schon drin. Genau, wir fahren die Originalantriebsachsen. Mit der Tesla Drive Unit kommen wieder unsere Steckachsen, wir haben diese 100 mm Steckachsen. Beim T3 ist es ja immer so, dass nur der Synchro die großen 108er hat. Und die kosten halt Geld, das macht hier aber auch nie wirklich Sinn. Das andere hält auch, fahren wir in vielen anderen Autos auch. Und deswegen kommen hier unsere Steckachsen rein und dann kommen die Original T3 Antriebswellen da rein. Ja, Ladegerät kommt noch hier vorne und dann haben wir das meiste gemacht. In diesem Fall benutzen wir, weil das auch ein wassergekühltes Auto ist, benutzen wir einmal den Original Wärmetauscher. Da haben wir jetzt einen neuen bestellt. Die kosten jetzt nicht die absolute Welt. Und ja, ist dann ja relativ rostig und deswegen tauschen wir den einmal. Genau, Servolenkung ist ja schon eine neue drin oder nahezu neue. Die wird aber elektrisch. Wir hatten das bei einem anderen Bus, hatten wir da die elektrohydraulische drin, aber die Pumpe ist wirklich, wirklich laut, sodass wir dem Kunden gesagt haben, kauft ihr lieber eine elektrische. Das funktioniert es funktioniert nicht unbedingt besser, das andere funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber der Lärm ist wirklich extrem und da wir hier natürlich super nah hier vorne dran sitzen, ist es doch relativ laut. Beim Fahren hört man es nicht so, da hat man Windgeräusche, Abrollgeräusche etc. Aber ich sag mal so, gerade im Stand ist das wirklich, ich sage einfach mal nervig, ne? Das ist wirklich, wirklich nicht cool. Ja, ihr seht hier überall die Ecken und Kanten. Wir haben hier wirklich das ganze Batteriepaket bis auf den kleinsten Millimeter ausgereizt. Wir haben geguckt, dass es nicht wirklich tief hängt. Wir hängen jetzt hier quasi nicht unter der Achse, so dass wir die Batteriepaket eigentlich kaum sieht. Wenn das jetzt noch schwarz gepulvert ist, dann sieht das, glaube ich, echt cool aus. Ja, den Rest vom Bus hatten wir euch letztes Mal schon gezeigt. Da können wir nächstes Mal sonst noch mal drauf eingehen. Aber da bleibt ja relativ viel Original. Und dann würde ich sagen, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unten rein. Wir versuchen das zu beantworten. Oder wenn ihr nächstes Mal noch irgendwie gerne ein paar Sachen sehen wollt. Ich weiß, der T3-Bus ist relativ beliebt. Könnt ihr auch bei uns auf der Website drauf gucken. Wir haben da auch einen Konfigurator. Wir haben, glaube ich, 2 verschiedene Varianten für den T3. Und dann schauen wir weiter. Achso, Ladebuchse kommt hinten hinter das Nummernschild. Sonst ist da, glaube ich, Öl beim Original. Öleinfüllstutzen. Da kommt bei uns die Ladebuchse rein, CCS Schnellladen. Deswegen machen wir auch den ganzen Kühlungsspaß hier. Und ja, wenn ihr irgendwas noch sehen wollt, wie gesagt, schreibt es gerne rein. Ansonsten guckt gerne auf unsere Website. Und sonst sehen wir uns in den nächsten Videos wieder weiter. Bis dahin, macht's gut, ciao.